Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland 3 mit mir, The Gentleman. Wir sind in Colorado Springs. Soll bekennen, Colorado Heritage Museum scheint geschlossen zu sein. Okay. Ich dachte eigentlich, dass das vielleicht das sein könnte, wo ich davon dachte, dass es sei, aber das anscheinend nicht. Das richtige Gebäude, was ich suche, dann werden wir wahrscheinlich hier unten weiter fündig. Ja, wir müssen gerade mal ein paar Meter laufen. Wir suchen nämlich das Sheriff's Office. If it's too dangerous for you, Marshals, maybe I should go in there myself. Sheriff Daisy! Sheriff! Miss... Marshals. Finally. I was beginning to think you were never going to help. Ah, die Marshals endlich. Ich dachte schon, ihr würdet niemals helfen. Hold on now. You aren't Marshals. You look like ruffians. Are you here to see the sheriff? Well, I'm first. I've been waiting here on tenterhooks for an hour. Wartet, ihr seid keine Marshals. Ihr seht mehr aus wie gewöhnliche Rüpel. Seid ihr hier, um den Sheriff zu sprechen? Ich bin vor euch dran. Ich warte schon seit einer ganzen Stunde, wie auf Kohlen. Rüpel? Forgive me. That was unkind. Verzeiht mir, das war gemein. Es ist nur... I am under considerable duress. My family has been kidnapped by those no-good Dorseys and the Marshals will give me no answers about their situation. They won't even speak to me. Ich sehe nur unter ungemeinen Druck. Meine Familie wurde von den nichtsnutzigen Dorseys entführt. Die Marshals wollen mir einfach keine Informationen über die Sache geben. Sie hören mir nicht mal zu. I must know how the sheriff intends to rescue them. And when. Ich muss wissen, wie der Sheriff plant, sie zu retten und wann. Wer bist du überhaupt? My name is Lucia Wesson, daughter of Percival Wesson and Maria Reyes of the 100 Families. Ich heiße Lucia Wesson. Ich bin Tochter von Percival Wesson und Maria Reyes von den 100 Familien. But now they and my little brother have been kidnapped by those good-for-nothing Dorseys and I fear for their lives. Doch jetzt wurden meine Eltern und mein kleiner Bruder von den Dorseys entführt und ich fürchte um ihr Leben. Kannst du es mir über die 100 Familien erzählen? We are the founding families of Colorado Springs, descended from the survivalists who came together after the deluge of fire and helped the patriarch build a stronger Colorado. Wir sind die Gründerfamilien von Colorado Springs, Nachfahren der Überlebenden, die nach der Feuerflut hier zusammengekommen sind und dem Patriarchen geholfen haben, ein stärkeres Colorado aufzubauen. I'm proud to trace my lineage back before the war on both sides of my family. Ich bin stolz darauf, dass meine Linie sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits bis in die Zeit vor dem Krieg zurückreicht. Die Marshals scheinen aktuell etwas überlastet zu sein. That may be, but my family is one of the leading families of Colorado Springs. We have been longtime allies of the patriarch and supporters of all he stands for. Surely that should be given some consideration. Wir waren einige der Gründerfamilien von Colorado Springs. Jetzt habe ich es gerade weggeklickt. Das sollte doch eigentlich ausreichen für Einfluss. Was ist hier eigentlich los? Someone let the Dorseys into town, and the savages have taken my family hostage, along with a good many others, and retreated to the Garden of the Gods. Irgendjemand hat die Dorseys in die Stadt gelassen und dann haben sie die Wilden, meine Familie und viele andere entführt und in den Garten der Götter gebracht. I
came here to demand that Sheriff Daisy immediately mount an expedition to save them, but her marshals keep putting me off. Ich bin hier, um zu verlangen, dass Sheriff Daisy endlich eine sofortige Rettungsaktion einleitet. Doch ihre Männer blocken mich jedes Mal ab. Wer sind die Dorseys? No good traitors, that's what they are. Used to be 100 families, like us, but rotten. Backstabbers, every one of them. At least that's what my father says. Nutzlose Verräter sind das. Früher gehörten sie zu den 100 Familien, doch sie sind von Grund auf verdorben. Jeder einzelne eine hinterlistige Schlange. Zumindest sagt das mein Vater. They rebelled against the patriarch before I was born and were driven from the city. I was always told they were dead and gone. It seems I was misinformed. Als ich noch nicht geboren war, haben sie sich gegen den Patriarchen aufgelehnt und wurden aus der Stadt vertrieben. Mir wurde immer erzählt, dass sie tot sind. Doch wie es aussieht, hat man mich da falsch informiert. Wir sind die Arizona Rangers. Wir können dir helfen. Well, you look capable enough, but I don't know you from Adam. Why, you might be robbers or bandits. Nun, ihr seht schon so aus, als könntet ihr das. Aber ich kenne euch überhaupt nicht. Ihr könntet auch Räuber oder Banditen sein. No. Thanks all the same, but I think I'll continue to wait on the proper authorities. Frustrating though that may be. Nein, danke. Ich denke, ich werde lieber auf die Zuständigen warten, auch wenn es frustrierend ist. Sheriff Daisy, I will not leave until you speak to me. We should build some more watch. Miss Wesson, could you... I'm sorry. I have to talk to these folks. Miss Wesson, könntest du... Tut mir leid, ich muss mit den Leuten reden. Sorry about that. Are you the Rangers? We were told to expect you. Sheriff Daisy is waiting for you in the back. Tut mir leid, seid ihr die Ranger? Uns wurde gesagt, wir sollen euch erwarten. Sheriff Daisy wartet hinten auf euch. Thanks, Torres. Danke, Torres. Anytime, Marshal Quan. Jederzeit, Marshal Quan. Woran arbeitet ihr? Reports. Lots of reports. Berichte, viele Berichte. Dorsey raid really tore up the town. Murder, looting, fires. They even attacked this station. Not that they got very far. It's been exhausting. Der Angriff der Dorseys hat die Stadt übel mitgenommen. Morde, Überfälle, Feuer. Sie haben sogar diese Station angegriffen. Nicht, dass sie hier weit gekommen wären. Es war erschöpfend. Irgendwelche Ratschläge in Bezug auf den Umgang mit Sheriff Daisy? Don't blink. Ja. Nicht blinzeln. Kannst du uns noch was über die Marshals erzählen? It's on the back of the box. We keep the peace here in Colorado Springs. Mostly, though, we do what Sheriff Daisy says. Das Offensichtliche. Wir bewahren den Frieden in Colorado Springs. Großteils tun wir das, was Sheriff Daisy sagt. Auf Wiedersehen. Thanks. If you've got any feedback, be sure to fill out a form. Okay. Der Sheriff ist eine statueske Frau mit grauen blonden Haar und einem stählernen Lächeln. Well, now you must be the Rangers. I'm the sheriff around here, but you can call me Daisy. Old Saul tells me you're a bunch of badasses, and I ain't one to turn away a badass, especially at a time like this. Sieh mal an, ihr müsst die Ranger sein. Ich bin der Sheriff hier, aber ihr könnt mich ruhig Daisy nennen. Der alte Saul sagt, dass ihr knallhart sein sollt. Und ich schicke knallharte Typen nicht wieder weg. Nicht in Zeiten wie diesen. I reckon you already heard all about the Dorsey raid, so I won't bore you with the details. Suffice it to say, we whooped them good, and the survivors are holed up in the Garden of the Gods with a bunch of hostages. Ich gehe mal davon aus, dass ihr bereits von dem Angriff der Dorseys gehört habt. Deswegen werde ich euch nicht mit den Einzelheiten langweilen.
Ihr müsst nur wissen, dass wir ihnen in den Hintern getreten haben und die letzten Überlebenden sich ein paar Geiseln im Garten der Götter verschanzt haben. Thing is, I lost a lot of Marshals. My boys and girls are tired and beat up. You want to make some fast friends around here? You could go into the garden and speak to those Dorseys for us. Maybe find out how the hell they got into the city in the first place. Die Sache ist, ich habe viele Marshals verloren. Meine Jungs und Mädels sind müde und fertig. Ihr wollt euch hier beliebt machen, dann geht doch mal in den Garten und redet mit diesen Dorseys. Versucht herauszufinden, wie sie überhaupt in die Stadt gekommen sind. And by speak, you mean shoot the everlasting shit out of them and save those hostages, right, boss? Und mit reden meinst du, ihnen die Köpfe wegblasen und die Geiseln retten, nicht wahr, Boss? Quan, I hear you're some fancy liaison now. Old Saul taking my people without even asking? How dare he? Anyway, yes, you rascal. That's exactly what I mean. But question him first, you hear? Quan, wie ich höre, hast du jetzt ein paar schicke Verbindungen. Der alte Saul schnappt sich, ohne zu fragen, meine Leute. Was denkt er sich bloß dabei? Wie auch immer. Ja, Kleiner. Genau das meine ich. Aber befragst sie zuerst. Verstanden? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, jawohl, Ma'am. Lucia Wesson will mit dir über die Rettung ihrer Familie aus den Händen der Dorseys reden. That girl? You think I ain't heard her yapping? But I got a couple of 50 other people yapping at me too. Wie schon wieder? Glaubt ihr etwa, dass ihr Geheul nicht gehört habe? Aber ich habe auch noch 50 andere Leute, die mir die Ohren voll heulen. Tell you what though, her people are 100 family folks from the fancy side of town, so they got some pull. You can do me a big favor and kill 2 birds with 1 stone if you take little Miss Wesson with you when you go to save them. Aber ich sag euch was. Ihre Leute gehören zu den 100 Familien von der Schickimicki-Seite der Stadt. Deswegen sind die nicht ganz unwichtig. Ich könnte mir einen großen Gefallen tun und 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn ihr Miss Wesson mitnehmen würdet, wenn ihr sie retten geht. In fact, I'm gonna insist on it. I need that girl out of my hair. I'll let Lipinski know you're bringing her along. He won't let you into the garden without her. Don't worry. She knows which end of the gun the bullets come out of. Na, ich bestehe sogar drauf. Die nervt nämlich unheimlich. Ich werde Lipinski wissen lassen, dass er euch ohne sie gar nicht erst in den Garten lassen soll. Keine Sorge. Sie weiß, aus welchem Ende der Waffe die Kugeln geschossen kommen. Go in there and kick some ass, Rangers. Danke sehr. I'm not sure why the sheriff didn't assign me marshals, but, well, beggars can't be choosers. I am the Miss Wesson she spoke of. Lucia Wesson, daughter of Percival Wesson and Maria Reyes of the 100 Families. Ich verstehe nicht, warum der Sheriff mir keine Marshals zugeteilt hat, um mir zu helfen, aber gut. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich bin die Miss Wesson, von der sie gesprochen hat. Lucia Wesson, die Tochter von Percival Wesson und Maria Reyes, von den 100 Familien. As Sheriff Daisy told you, they and some of our neighbors were taken hostage by the Dorseys, and I mean to free them. All of them. So, I am ready when you are. Wie Sheriff Daisy euch schon gesagt hat, wurden sie und ein paar Nachbarn von den Dorseys entführt. Ich möchte sie alle befreien, jeden einzelnen. Also, ich bin jederzeit startklar. Was ist dieser Garten der Götter? Sheriff Daisy hat nichts davon gesagt. It's a project of the Ward family, a showcase for their know-how. They grow food there using the latest technologies. Colorado Springs leads the world in science. Das ist ein Projekt der Familie Ward. Damit zeigen sie ihr fortgeschrittenes Know-how. Sie bauen hier mit der neuesten Technologie Lebensmittel an,
Colorado Springs ist Weltführer in Sachen Wissenschaft. But there are plenty of places to hide in the garden. The Dorseys could be laying for us anywhere. We shall have to be cautious. Aber im Garten kann man sich fast überall verstecken. Die Dorseys können an jeder Ecke auf uns lauern. Wir müssen vorsichtig sein. Bevor wir losgehen, sag uns mal was zu deiner Kampferfahrung. Certainly. My father taught me to shoot almost before I could walk, and I'm the best shot in the city. Absolut. Mein Vater hat mir das Schießen schon beigebracht, bevor ich überhaupt laufen konnte. Ich bin die beste Schützin in der Stadt. Oh, it's true. She's a prodigy, all right. Also a pain in the ass. Es stimmt schon, sie ist ein Wunderkind und eine Nervensiche. Aber hast du schon mal jemanden getötet? No. But I have hunted. Ich? Nein, aber ich habe schon gejagt. There's no need to worry that I will be shy about pulling the trigger. I promise, strangers, if it is to save my family, I will not hesitate. Sorry. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich weiß genau, wie eine Schusswaffe funktioniert. Ich verspreche euch, solange es darum geht, meine Familie zu retten, werde ich keine Sekunde zögern, abzudrücken. Schade. Überleben 3 habe ich nicht. Also gut, gehen wir. At last. Endlich. Dann gucken wir uns noch mal die gute Miss Wesson an. Sie hat einen ganz ordentlichen Revolver. Leider keine Panzerung. Ist eigentlich von der Skillung her gar nicht mal so übel. Kennt sich gut mit Handfeuerwaffen aus. Mit Waffenmodifizierung. Tauschhandel und Überleben. Ist eigentlich ein ganz heißer Wildfang. Oder so ähnlich. Und beherrscht einen Trickschuss. Okay. Gar nicht mal übel. Auch das ist nicht gerade schlecht. Sie kann wechselweise die Pulspistole oder das Kampfgewehr nutzen.
Okay, so weit, so gut. Gucken wir noch mal, ob wir hier was Brauchbares finden. Okay, das Schloss ist ausreichend gesichert. Guter Bulle, böser Bulle. Und eine schwingende Glühbirne, ein Klassiker. Okay. We ain't gonna beg for our lives. We ain't weak like you. Brave Marshals stop Dorsey's at Palace We'll Gates. have our Patriarch revenge. alive and safe. You ain't seen the last of us. Erstmal hier ein bisschen My weiter uncle wieder tells me rumlaufen. you're a man of questionable morals, Mr. Kwan. Well, that's why I'm on the payroll. Somebody's got to get their hands dirty, so good folk like you can keep your hearts clean. That's not how Colorado Springs works, Mr. Kwan. That's how you work. Huh. I'm sure you know best. Garden of the Gods is just north of Market Square. Marshal Lupinski should be out front. Okay. Aber an dieser Stelle würde ich jetzt für heute Abend erstmal Schluss machen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder.